Pelden Savela Madem Ponchin Dagin Chivon Pelden Shula Kajin Chempung Gonin Jesonte Koson Toging Ajot Saldus Sangye Chedan Tsoge Jonamla Chanjom Badu Dani Kyapsuji Dagin Jinson Chimpesenamji Jola Penchir Sangyin Jompasho Sangye Chedan Tsogin Jonamla Chanjom Badu Dani Kyapsuji Dagin Jinson Chimpesenamji Jola Penjir Sangyin Jompasho Sangyin Chedan Tsogin Jonamla Chanjom Badu Dani Kyapsuji Dagin Jinson Chimpesenamji Jola Penchir Sangyin Jompasho Semchan Tamja Deva Dande Vejudan Demba Junji Dunal Dan Dunal Jinju Dan Jalwan Junji Dunal Mimpa Deva Damba Damin Jalwan Junji Niren Chandan Nidan Jal Tanam Chembola Nempan Chuji Sem Chandam Deva Dan Devi Judan Dempan Chuji Dunal Dan Dunal Jinju Dan Javan Chuji Dunal Mimpa Deva Damba Damin Javan Chuji Nidin Chandan Nidan Javetanam Chembola Nempan Chuji Sem Chantam Deva Dan Devi Judan Dempan Chuji Dunal Dan Dunal Jinju Dan Javan Chuji Dunal Mimpa Deva Damba Damin Javan Chuji Nidin Chandan Nidan Javetanam Chembola Nempan Chuji. Das Einstiegsthema heute Vormittag ist Lebensfreude und es hat was mit Vergänglichkeit und Wandel zu tun, aber als ich heute Morgen an das Thema dachte, habe ich mir gedacht, wie kannst du nur so dumm sein, dir so ein Thema zu stellen? Wenn man über Freude redet, kann man sie nur zerreden. Es geht nicht, ja, das geht irgendwie nicht. Aber wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und es gibt tatsächlich ein bisschen etwas zusätzlich zu sagen. Also erstmal ist klar, mir ist es als jungen Praktizierenden ähnlich gegangen wie vielen von euch. Vergänglichkeit hatte so einen Beigeschmack von Spielverderber, ja? Spielverderberin, so. Immer der Vergänglichkeit bewusst sein und so, nur um ja nicht ins Anhaften zu kommen und so. Und es hat aber nicht lange gebraucht, dazu war meine
eigene Lebensfreude auch zu groß. Es hat nicht lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, wow, jedes Mal, wenn ich gelöster unterwegs bin, im Angesichts des Wandels, dann öffnet sich mein Herz, mein Geist und ich erlebe eine Frische. Also eigentlich dieser Zusammenhang zwischen Wandel, Bejahen des Wandels, statt damit in Clinch zu gehen, ja, Bejahen des Wandels und dann das Erleben von Frische. Der wurde zunächst mal in der Meditation, aber dann auch im Alltag ganz deutlich. Denn auch im Alltag kommt die Frische und damit auch unsere Innovationskraft, unsere Intuition, all das kommt erst dann wieder so richtig zum Zug, wenn wir die veränderte Situation total annehmen, im Sinne von, der stelle ich mich jetzt, egal wie sie ist, egal in welche Richtung sie sich verändert hat. Und dann kann ja meine ganze Kreativität zum Zug kommen. Also auch da eine Lebensfreude im Gestalten, nicht nur im Erleben. Und wenn ich heute an Lebensfreude denke, ich bin ja jetzt in der Lebensphase angekommen, wo ich mit meinem Rentnerausweis rumlaufe. Ne? Und kriege so allmählich Vergünstigungen hier und dort. Ne? Und bin dann traurig, wenn die Kinoplätze für Rentner schon ausverkauft sind. Ist eine interessante Lebensphase. Und irgendwann denke ich, bin ich vielleicht im grünen Baum überflüssig oder ich bin eher eine Bürde. Und dann stelle ich mir vor, wie ist das, wenn ich dann so ein Leben lebe, wo ich vielleicht, wie Menschen, die ich kenne, im Rollstuhl bin oder ich bin im Altersheim oder im besten Fall bin ich vielleicht mit meiner kleinen Rente von 150 € im Moment, bin ich vielleicht noch in einem Wohnwagen unterwegs irgendwo. Es kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ne? Also irgendwie, wie ist das mit der Lebensfreude unter sehr reduzierten Lebensbedingungen? Und ich war ja vor kurzem noch mit den Palästinensern zusammen. Wir haben dieses wunderbare erste Meditationsretreat für Palästinenser durchgeführt in Ramallah und dann auch später in einem Beduinencamp und bei den Drusen. Und dann war ich bei den Israelis. Und da konnte ich viel lernen zu wie Lebensfreude unter Bedrohung und Leid, Krieg, ja, Schuldgefühlen und Aggression und wie ist das da mit der Lebensfreude? Ja, also eigentlich interessiert mich jetzt gerade, wo ich hier sitze, vor allen Dingen das Thema, wie ist es mit der Lebensfreude, wenn die äußeren Situation nicht mehr so prickelnd ist? Ja, um es mal gelinde zu sagen, wenn ihr mit Palästinensern zusammen seid, die kennen alle jede Menge Menschen, die gestorben sind, die Hunger leiden, die Durst leiden. Ja? Die haben alle Verwandte im Gazastreifen und im Westjordanland sieht es auch ganz schlimm aus. Also, und auch Israelis, die Israelis, mit denen ich zusammen bin, wir werden ja Samstagvormittag 3 Stunden Zeit haben, um mit Stephen Fulder zu sprechen, der sich die 30 Jahre schon für die Palästinenser einsetzt und das Vipassana nach Israel gebracht hat. Ja? Diese Menschen fühlen sich ja als Geiseln ihrer eigenen Regierung. Also ja, die sind wie so, das ist wie wenn unsere Regierung irgendeinen Quatsch machen würde, was man auch nicht nur im Konjunktiv zu sagen braucht. Aber ja, wir werden alle, egal wo wir hinkommen, wir sind die Deutschen. Und und es wird auf uns projiziert, so, oder wir sind die Franzosen oder wir sind die und die. Wir werden in die Schubladen reingesteckt. Und es ist ganz schwer, sich da rauszubewegen. Aber zurück
das ist alles Wandel. Ne? Das ist alles, diese Themen, dass da mal wieder Krieg ist und schon wieder Krieg und zwischendurch mal Frieden und dann Versprechen, die nicht gehalten werden, Hoffnung, die auftaucht und dann Hoffnung, die zusammenbricht und es geht immer irgendwie weiter. Wir sind jetzt gerade noch im Genuss einer ganz langen Friedensphase hier. Wie lang die dauert, weiß niemand. Wandel, 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 Wandel. Und wie ist das mit unserem persönlichen Wandel? Wir werden älter. Wir werden irgendwann am Rollator laufen. Wir werden irgendwann vielleicht auch auf dem Rollstuhl sitzen. Wir sitzen vielleicht, wenn wir Glück haben, in einem Einzelzimmer im Altersheim. Ja, wenn wir nicht so viel Glück haben, haben wir ein Doppelzimmer. Und wie ist das dann mit der Lebensfreude? Ist die nur eine Erfindung von irgendwelchen, soll man sagen, ja, Dharma-Lehrern, die ihre Sache gut verkaufen wollen, oder gibt es die wirklich? Und da möchte ich gerne ich möchte euch ein bisschen über die subtilen Freuden des Herzens sprechen. Also die Freude, die wir erleben, solange wir mitbekommen, wie wir erleben. Wir haben den Weg von Wandel zum Leben, zum Erleben, das haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Und es bleiben, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aufteile, es bleiben zwei Aspekte des Erlebens, die besonders viel Freude freisetzen. Das eine ist mehr so der Mitgefühlsaspekt, das andere ist mehr so der Weisheitsaspekt. Ja, das sind so, und wie ist das eigentlich? Also, wenn wir im Herzen es schaffen, offen zu bleiben und in dieses Verbundensein gehen können. Stell mir jetzt mal vor, ich sitze da im Altersheim, wie die gerade verstorbene Mutter meiner Partnerin, ja, die im Altersheim verstorben ist, im Pflegeheim. Und ich sitze da an den Rollstuhl gefesselt, kann nichts mehr selber machen, kann selbst den Rollstuhl nicht alleine bewegen. Und da gibt es eine Güte des Herzens, also die Öffnung des Herzens denen gegenüber, die in meine Erfahrungswelt eintreten oder die mit mir im Fühlen und Denken verbunden sind. Die Menschen, denen ich im Laufe des Lebens begegnet bin, oder wenn sie ausgefahren wurde, diese Güte und Freude, wenn sie Kinder sah oder wenn sie Hunde sah oder überhaupt jeden Menschen, der ihr begegnete. Ja, so diese Güte des Herzens, eine Lebensfreude, die aus einer Herzenswärme herauskommt. Ja, das ist dieses Mitschwingen mit dem, was ist. Und dieses Mitschwingen, das geht so weit, dass wir uns an den Schwänen freuen können, die über den See schwimmen, dass wir uns an einem Sonnenstrahl freuen können, dass wir uns am Plätschern des Regens freuen können. Ja, also da ist so ein Mitschwingen, was sich dann gar nicht mehr nur auf Menschen oder Tiere beschränkt, sondern was alles umfasst. Und wenn jetzt Mensch sein Leben lang dieses Mitschwingen kultiviert hat, zugelassen hat, dann ist die Chance schon recht hoch, dass uns das als grundlegende Art, das Leben zu erfahren, in seinem ständigen Wandel. Ja, also wir sind immer noch in Beziehung mit Wandel. Unser eigener Wandel ist die Einschränkung in dem Fall, die äußere Einschränkung. Aber wir haben Zugang zu inneren Quellen der Lebensfreude gefunden. Diese inneren Quellen der Lebensfreude sind im Verbundensein mit dem, was uns umgibt. Dieses Verbundensein als ein freudiges Verbundensein zu erleben. Und
Ich habe die beiden Aspekte jetzt künstlich getrennt. Klar, es ist das Verbundensein mit Menschen, es ist Dankbarkeit für das Essen, was mir hingestellt wird, was ich nicht mehr aussuchen kann. Ja? Und es ist kein Auflehnen, keine Reibung mit der Wirklichkeit, sondern das ist die Wirklichkeit. Ich habe maximal die Auswahl zwischen 2 Mahlzeiten, ja? An dem Mittag, maximal. Oder es wird mir einfach hingestellt, was gerade so kommt. Und ich habe keine Auswahl mehr. Aber die Dankbarkeit, dass ich überhaupt etwas zu essen habe, die Dankbarkeit, dass es Menschen gibt, die mir das hinstellen, wenn ich das ein Leben lang kultiviert habe, das ist ja der erste Gedanke, das kostbare Menschendasein mit den vielen Bedingungen, dann kann ich das auch unter sehr beengten Bedingungen, kann ich das weiter praktizieren. Es gibt ja auch Menschen, die im jungen Alter an den Rollstuhl gebunden sind, ja? Die ganz beengte Möglichkeiten haben, ihr Leben selbst zu gestalten. Und wir kennen ja einige, die darin Kontakt finden zur Lebensfreude. Ja? Und es ist wichtig, dass wir diesen Weg jetzt schon einschlagen. Mit Dankbarkeit, mit Annehmen von dem, was unsere Bedingungen sind. In Verbindung gehen, das Herz öffnen, durchlässig machen, sodass wir die Menschen, die dann in unser Zimmer hereinkommen oder in unseren Wohnwagen, der am Waldrand vielleicht abgestellt ist, wo auch immer, ja, dass wir zu den Vögeln, die da auftauchen, zu den Mücken, die hereinschwirren, was auch immer, dass wir da einen wohlwollenden Herzenskontakt haben. Und das ist etwas, was wir tatsächlich lernen und kultivieren können. Das geht nicht mit einer Absichtserklärung, das braucht tägliche Übung in vielen, vielen Situationen. Und jemand, der das in sich entwickelt hat, der wird von außen als pflegeleicht eingestuft. Ja? Also es ist schon mal ganz gut, wenn wir als Dharma-Praktizierende auch pflegeleicht sind und nicht in voller Anspruchshaltung irgendwie unterwegs sind. Das Leben müsste uns jetzt irgendwie bis zum Schluss den Luxus gewähren, irgendwie so. Ja? Also dass wir, weil wir so anpassungsfähig sind, weil wir so eine hohe Flexibilität haben, aufgrund unseres Mitgefühls und der Weisheit, dass Auflehnen nichts hilft. Ja, es hilft einfach nichts. Es macht uns nur griesgrämig. Es lässt uns vergleichen mit früher. Aber wir haben gelernt, im Jetzt zu leben und die Verbindung mit anderen zu erleben. Und das macht das Leben extrem lebenswert. Und jetzt gehe ich hinüber in dem, was ich Weisheitsaspekt nenne. Nicht nur die Weisheit, sich nicht aufzulehnen, sondern das ist etwas, was wir verstärkt in der Meditation erleben und kultivieren können, so fein wahrzunehmen, wie dieses Gewahrsein in uns, in unserem Herzensgeist, wie das ständig aktiv ist und unglaublich beweglich und wie jede Sinneserfahrung ein Geistöffner, ein Herzensöffner sein kann. Das ist die Frische des Erlebens in einem sehr entspannten Geist. Ja. Das ist, was wir natürlich kontaktieren, wenn wir Samadhis kennen, also meditative Frische, Präsenz, unabgelenkt, dann wird uns das deutlich, dass allein schon das Gewahren, also der Prozess des bewussten Erlebens, dass dieser Prozess in sich, wenn er stressfrei stattfindet, eine kontinuierliche Quelle von Lebensfreude ist. Ich habe mir häufiger mal vorgestellt, ich würde unter so beengten Bedingungen leben wie Menschen im Gefängnis. Und wie würde ich dann praktizieren? Ich hätte vielleicht nur so ein kleines Fensterchen oben, wo
vielleicht sogar ist es sogar ein Nordfenster, kommt gar kein Lichtstrahl durch. Ja? Und dann müsste ich ja Zugang finden zu den Qualitäten des Herzens. Im Retreat übrigens hatte ich auch ein Nordfenster in meinem Drupkang, in dem 3-Jahres-Retreat-Zentrum, wo ich mein zweites Retreat verbracht habe. Und da geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, aus dem Innersten heraus die Dynamik des Seins zu erleben, obwohl sich der Körper gar nicht bewegt. Und obwohl drumherum wir keine große Sinnesstimulierung haben. Okay? Diese Freude, die aus der Dynamik des bloßen Geistes heraus, also einfach des Gewahrens heraus entsteht, das nennt man die große Freude in den Schriften. Das ist die non-duale Freude. Das ist die Freude, die durch Erkenntnis entsteht. Wenn wir jetzt unsere Zeit noch nutzen könnten, bevor wir mal in sehr beschränkten Bedingungen landen, wenn wir die jetzt noch nutzen könnten, Zugang zu finden dazu, dass wir auch in vollkommener Ruhe, wo es jedem anderen langweilig wird, ja, darüber spreche ich, jedem anderen wird es langweilig. Und damit es nicht so langweilig ist, würden die Menschen, die bei uns reinkommen, uns am liebsten den Fernseher anstellen. Ja? Und dann müssten wir 10 Stunden am Tag oder länger irgendein Programm durchlaufen haben. Also die Mutter meiner Partnerin hatte keine Möglichkeit mehr, den Fernseher zu bedienen. Die war dem ausgeliefert. Die konnte nicht mehr mit den Knöpfchen umgehen und so, ging nicht mehr. Ja? Also ausgeliefert sein, aber vielleicht dann doch mit ausgestelltem Fernseher. Aber das würde bedeuten, dass wir jetzt schon uns darin üben, den Reichtum der inneren Quelle freizusetzen. Diese innere Quelle, wo wir zum Beispiel in den Chenrezig-Erklärungen, Chenrezig hält ja so ein Juwel zwischen den beiden Händen vorm Herzen. Und dieses Juwel, was er da hält, oft so blau dargestellt auf den Darstellungen. Seht ihr das Blaue da durchschimmern bei Chenrezig? Ja? Das ist das Herzensjuwel. Das ist das Juwel unseres eigenen Geistes. Das ist die Buddha-Natur. Und das wird das wunscherfüllende Juwel genannt. Und wenn wir dazu Zugang finden könnten, stellt euch vor, wir wären so vertraut mit einem stillen, erfüllten Sein, dann bräuchten wir auch keine so eine Angst zu haben vor beengten Lebensumständen. Ja. Also ganz zu schweigen, dass wir vielleicht schon längst den Prozess gemacht haben, dass wir nicht so an dem anhaften, was wir da so angehäuft haben, dass wir gelernt haben, sehr einfach zu leben, dass wir also mit einfachen Lebensumständen zufrieden sind, also dass diese Zufriedenheit schon eingezogen ist. Das sind alles so Rahmenbedingungen. Aber jetzt geht es mir darum, diese beiden Aspekte der Lebensfreude herauszuarbeiten. Der eine hat mit Verbundensein zu tun und ist mehr so der Mitgefühlsaspekt, und der andere hat mit der innewohnenden Dynamik eines stressfreien Geistes zu tun. Und diese Dynamik eines Geistes, in dem kein Stress mehr erzeugt wird, das ist Freude. Das ist die höchste Freude, von der die Mahamudra-Meister so sprechen. Und als ich mir dieses Thema dass mir das eingefallen ist, dass ich doch vielleicht mal diese Vergänglichkeit, die für einige von euch vielleicht noch so einen Geschmack des Negativen hat, als ich mir klar wurde, dass es das Beste der Welt überhaupt ist. Ja, weil Wandel, Vergänglichkeit ermöglicht immer, dass das Nächste entsteht. Ohne Wandel, ohne Vergänglichkeit, ohne Unbeständigkeit wären die Dinge ja beständig. Das heißt, nichts würde sich ändern.
Es wäre ja furchtbar. Und dass sich alles ändert, ist genau der Grund, warum wir das Leben so schätzen, weil es so spannend ist, weil immer wieder Neues entsteht. Nur suchen wir in unserem Wunsch nach Spannung und Neuem und so, suchen wir so stark außen. Und wenn wir diese Außenorientierung ein Leben lang aufrechterhalten und dann beginnt das Außen zu schrumpfen. Wir können nicht mehr in dieser Außenorientierung so unterwegs sein, wie wir das gewohnt waren in unseren aktiven Jahren. Ja? Was weiß ich, vielleicht haben wir einen Schlaganfall. Irgendwas, was uns plötzlich extrem reduziert in der Möglichkeit, außen in die Gestaltung zu gehen und in die Interaktion. Dann brauchen wir diese viel subtileren Formen der Herzenswärme und den Zugang zu dieser freudvollen, grundlegenden Qualität des Seins. Ja? Wenn die Dynamik an sich frei ist von, wie soll man sagen, ja, von jedem Versuch, sie zu manipulieren. Eigentlich kann man es so sagen. Wenn ich so vertraut geworden bin mit dem eigenen Geist, dass er so wie er ist, dieses So-Sein zur Quelle von Freude wird. Und als ich in der Vorbereitung habe ich gedacht, ach, wo finde ich denn wohl ein Zitat dazu? Und dann habe ich natürlich gleich bei Genro Rinpoche nachgeguckt und habe euch dieses Zitat aus den Herzensunterweisungen rausgesucht. Das lese ich euch jetzt vor und sage so ein paar Sätze dazu. Hast du es vorliegen zum Übersetzen? Simon übersetzt. Ich hoffe, die Übersetzer haben sich das hingelegt. Es ist im Skript. Ne? Ihr findet das im Skript auf Seite 3. Da habe ich euch das reinkopiert. Ja? Soweit ich mich erinnere, hat Genro Rinpoche diese Instruktion auf so einen Rand von so einer Zeitung in der Dordogne gekritzelt, auf Tibetisch. Ja? Und Jigme Rinpoche hat das gefunden und auf die Seite gebracht und bewahrt, bevor es im Papierkorb landete. Sämtliche Phänomene, die äußere Welt, wie auch alle Wesen, alle Lebewesen, sind die Erscheinung unseres eigenen Geistes. Ich interpretiere das heute mal aus der Sicht von jemandem, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Ja? Also, wie ich jetzt gerade meine Welt erlebe, ob als eng oder als weit, oder wenn ich im Krieg bin, ob ich sie jetzt gerade als Krieg erlebe oder als eine Möglichkeit, weiter die Liebe zu praktizieren, das sind die Erscheinungen meines eigenen Geistes. Und für uns gibt es keinen Grund, bloß weil die Nachrichten uns ständig Krise suggerieren, im Krisenmodus zu leben. Das ist immer noch unser eigener Geist. Also dieser erste Absatz, das ist ja Einsichtsmeditation, was hier angesprochen wird. Alle Erscheinungen sind der eigene Geist. So geht es auch weiter. Erscheinungen sind Geist. Erscheinend und doch leer, leer und doch erscheinend. Also was auch immer auftaucht, erkenne ich in seiner Substanzlosigkeit. Stellt euch vor, wir würden also so sehr in einer sehr beengten oder bedrohlichen Situation sein und wir hätten die Möglichkeit, die nicht substanzhafte Natur dessen, was wir erleben, zu erkennen. All dieser Wandel, dieses alles, was da so
vergänglich ist, was auftaucht, vergeht und so. Und das ist ja die leere Natur. Wir brauchen nur zu sehen, dass es sich ständig wandelt und schon wissen wir, es hat keine Substanz. Und gleichzeitig sehen wir, also zum Beispiel das Erleben, dass die Vorhänge immer noch halb geschlossen sind, das findet auch im eigenen Geist statt. Und wir haben die Möglichkeit, uns dagegen aufzulehnen, es gut zu finden, ihm keine Beachtung zu schenken. Ja, all das, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir können hadern oder wir können es sein lassen. Wir können sogar entdecken, dass das Devachan keinen Halt macht vorm Rollstuhl. Devachan, das Land der Freude, das ist die Erfahrungswelt der ersten Bodhisattva-Stufe, da wo die Erkenntnis der leeren Natur stark wird. Ja? Das Devachan macht keinen Halt vorm Gazastreifen, okay? Oder vor der Ukraine oder ja. Das lässt sich überall erleben. Die äußeren Bedingungen, und Genro Rinpoche hat uns das ja als jemand erklärt und vorgelebt, als jemand, dessen halbes Volk gestorben ist. Ja. Insgesamt sind 3 Millionen Tibeter gestorben im Rahmen dieser Vertreibung und so weiter. Das muss man sich klar machen. Auch so ein Dalai Lama mit seiner ganz offenkundigen Lebensfreude, dessen Leben besteht, wenn er in Dharamsala ist, bestand zumindest in den ersten Jahren darin, ganze Flüchtlingsströme bei sich durchs Zimmer laufen zu sehen und eine Leidensgeschichte nach der anderen. Okay? Was hat da geholfen? Herzensöffnung und Einsicht in die Natur des Geistes. Okay? Darum geht es. Also es geht darum, diese Praxis überall anzuwenden. Und ich habe das unter den Palästinensern genauso gelehrt, wie ich es euch lehre. Das macht keinen Unterschied. Und es wirkt. Es hilft. Also, das war der zweite Erkenntnisschritt. Alle Erscheinungen sind Geist, der Geist ist leer. Die Dinge erscheinen und sind zugleich nicht substanzhaft. Das heißt, was immer für einen Film mein Leben in mir produziert, ja, was immer gerade meine persönlichen Erfahrungen sind, da kann ich mich eigentlich zurückbesinnen darauf, dass ich da Gestaltungsmöglichkeiten habe, dass das nicht verbindlich ist. Dieser Film muss nicht für mich leidvoll sein. Er kann, und alle anderen würden sagen, du hast jetzt alles Recht, dich zu beklagen und so weiter, du hast alles Recht, jetzt ja negativ drauf zu sein und so, und bestärken uns vielleicht sogar noch daran, aber unsere Wahl könnte eine andere sein. Wir haben es vielleicht gelernt, diese ganzen Gedanken, die da so auftauchen, die uns bedrängen, die aber auch wieder Ausdruck des Wandels sind, ja, diese Dynamik der eigenen Muster, wir haben es vielleicht gelernt, sie sich auflösen zu lassen, ohne etwas damit machen zu müssen, einfach sie nicht weiter verfolgen, sie nicht weiter vergegenständigen. Und wir entdecken dadurch Freiräume. Jeder, der das durchschaut, dass die Erscheinungen keine Substanz haben, der entdeckt die Freiräume. Wer es noch nicht durchschaut hat, der ist immer völlig gebannt von dem, was im eigenen Geist an Gedanken auftaucht. Und diese Szenarien sind dann total wirklich. Drum geht Genro Rinpoche noch einen Schritt weiter und schreibt, Erscheinungen sind untrennbar von ihrer leeren Natur, von Leerheit. Und sie sind trügerisch wie ein Traum oder eine Illusion. Sie sind eigentlich nichts und erscheinen doch. So wie der berühmte Mond auf dem Wasser, die Spiegelung des Mondes im Wasser, den man glatt für einen Mond halten kann, aber doch nicht ist. Ist doch kein Mond. Ist nur eine Spiegelung.
Dies zu erkennen, befreit völlig von der tiefen Verstrickung in dualistisches Ergreifen und Fixieren. Das wird unsere Herausforderung sein. Auf der Mitgefühlsebene ist das dualistische Fixieren die Trennung zwischen Ich und Du. Ja? Und besonders leidvoll, wenn die eigene Ich-Wichtigkeit das Leben dominiert. Es wird so viel leichter, wenn das Mitfühlen zu all den Menschen und Tieren und Erscheinungen geht, die uns umgeben und wir dabei gar nicht mehr so wichtig sind. Es gibt so Menschen. Es gibt so Menschen, die unter ganz bedrängten Lebenssituationen diese Herzensöffnung haben, wo, sagen wir mal platt, so andere wichtiger sind als wir selbst. So, ja, das ist schon mal eine gute Art, den Einstieg zu finden. Schlussendlich unterscheidet man nicht mehr zwischen anderen und einem selbst, sondern kommt damit bestens zurecht, überhaupt sich gar nicht mehr in diesem Ich und Du zu platzieren. Das wäre noch einfacher. Auf der Weisheitsebene ist das dualistische Fixieren Ich und meine Gedanken, ich und mein Erleben. Und um da auszusteigen, braucht es Zugänge, und die können wir jetzt kultivieren in unserer Meditation, in dieses geeinte Erleben zu gehen, in dem es nicht mehr notwendig ist zu beobachten, weil das Erleben einfach stattfindet. Diese Frische des Erlebens setzt sich fort, auch ohne irgendein Beobachten. Und damit geht Genyo Rinpoche in den Satz, der Anlass war, dass ich das hier als Zitat gewählt habe: Öffne dich der Frische der wahren Natur, des selbstgewahren Bewusstseins, also des aus sich selbst heraus gewahren Bewusstseins, das seine eigene Natur kennt. Ungekünstelt, entspannt und gelöst. Abgesehen davon gibt es nichts zu kontemplieren oder zu meditieren. Habe ich mir selbst gesagt, ach, hoffentlich erinnerst du dich daran, wenn du dann mal im Rollstuhl sitzt. Es gibt wirklich nichts anderes zu kontemplieren und zu meditieren. Das ist es genau. Und je häufiger wir das jetzt schon erleben, desto leichter wird es uns fallen, wenn das Leben dann so, ja, seine Überraschungen präsentiert. Wir müssen ja ehrlich sein, oder? Die wenigsten von uns werden in völliger Frische sterben. Ja? Also so körperlicher Frische. Wird wohl nicht der Fall sein. Ne? Schaut einfach mal die eigenen Mütter und Väter an und ja, die schon Gestorbenen und die, um die sich viele von euch jetzt gerade noch kümmern. Eine von uns hat gerade ihre 90-jährige Mutter heute Morgen oder gestern Abend im Krankenhaus nicht wiedergefunden, sondern gehört davon, dass sie gestürzt ist, eingeliefert werden muss. Das geht so schnell. Ja, geht so schnell. So wenige von uns werden irgendwie ganz gesund sein und dann den Gnadentod haben, mit einmal aus dem Leben raus und keine Phase der Gebrechlichkeit, keine Phase der Demenz, keine Phase des starken Leidens. Wir werden da eher mal, die meisten von uns, nochmal eine herausfordernde Zeit erleben. Und wenn wir das dann können, ich wiederhole nochmal, öffne dich der Frische der wahren Natur, des selbstgewahren Bewusstseins, ungekünstelt, entspannt und gelöst. Abgesehen davon gibt es nichts zu kontemplieren oder meditieren. Und der finale Satz lautet: Denke nicht, tue nichts, meditiere nicht, bleibe einfach unabgelenkt.
Ich bitte dich, meditiere natürlich und gelöst. Das ist die Rentnerinstruktion. Ja? Okay? Das ist die Krone der Mahamudra-Praxis und das ist, wenn wir nicht mal mehr einen Text lesen können. Ja? Wenn alles zu anstrengend wird. Oder wenn das Gehör versagt und wir können auch keine Audios mehr hören. Es gibt ja alles. Okay? Dann brauchen wir Zugang zu genau dem. Und das macht dann das Leben sogar freudig. Genau das. Das ist Lebensfreude inmitten des Wandels. Die können wir jetzt schon kontaktieren. Und wenn wir es jetzt schon schaffen, wird es uns später leichter fallen. Das sind die besten Voraussetzungen. So, das war jetzt schon die Unterweisung für diesen Morgen. Wir haben viel Zeit für Fragen und dann noch zu meditieren. Aber jetzt lasst uns ruhig erstmal meditieren. Das machen wir jetzt. Vor der Pause machen wir schon eine kleine Meditation. Ich denke gerade so, ich meditiere jetzt wie ein Rentner. Kann ich zwar behaupten, aber irgendwann wird es mir nicht mehr möglich sein, so gerade zu sitzen und die Beine übereinander zu legen. Darauf muss ich dann auch verzichten. Muss dann vielleicht lernen, im Bett zu meditieren. Oder im Stuhl. Erinnert euch einfach an die Worte von Genin Rinpoche. Weitere Instruktionen gibt es jetzt gerade nicht.
Mein Rat wäre, setzt euch häufig irgendwo hin, ins Nichtstun und seid des Wandels vom Herzen her gewahr, mit dem Körper gewahr, nehmt ihn so ganz von innen her wahr, sodass es zu einem gefühlten Erleben kommt. Die Vergänglichkeit sollten wir nicht denken. Das ist, die gedachte Vergänglichkeit ist ein buddhistisches Konstrukt. Das brauchen wir nicht. Erleben und mit der eigenen Lebendigkeit immer vertrauter werden, wie lebendig wir sind, selbst wenn nichts stattfindet. Okay? Sozusagen die Frage, wie merke ich eigentlich überhaupt, dass ich noch lebe? Vielleicht bin ich ja tot. Und das genau, was sagt mir, wenn ich ganz, ganz still bin, mucksmäuschenstill, mach nichts. Ich denke nicht einmal. Woran merkt Mensch, dass er noch lebt? Das ist es. Das ist die natürliche Frische des Geistes. Genau da seid ihr dann an dem subtilsten dran. Ja? Die subtilste Quelle von Freude ist genau das, was den kleinen Unterschied macht. Okay? Also 20 Minuten Pause. So mit dem kleinen Bonus, den wir immer einräumen, ist das dann 25 nach 11. Ja? Okay? Gut. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr warten, bis das Mikro bei euch landet. Und denen, die im Chat eine Frage stellen, denen wird hier bei uns die Stimme geliehen sozusagen. Da liest dann jemand eure Frage vor. Tanja. Danke. Also ich sage nur, bevor du anfängst, das ist der Moment, wo ihr die Fragen aus euren Gruppen einbringen könnt. Also die ungeklärten Punkte aus den Diskussionen gestern und so. Ja, das muss nicht immer total persönlich sein, das darf auch einfach aus dem Gespräch heraus entstanden sein. Tanja. Ich habe mich gestern gefragt, wie das für so ein Scharmerpaar ist, wenn der merkt, er stirbt oder er stirbt vielleicht bald. Und wenn doch ein Karma-Paar offenbar seine Wiedergeburt vorhersagen kann, wo und unter welchen Umständen die stattfindet. Also inwieweit diese Rinpoches offenbar in der Lage sind, auch was über ihre Lebensspanne zu entscheiden. Das ist jetzt nicht, es ist ja einfach nur sowas mehr durch ein, ich habe mich das gefragt. Ja? Du führst, also diese Frage geht in einen Bereich, wo wir nicht aus der eigenen Erfahrung heraus antworten können. Die Spekulation liegt ja nahe, dass Sharma Rinpoche das Gefühl hatte, ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt als Sohn von Karmapa wiedergeboren zu werden, weil dann stimmt die Generationenfolge wieder. Dann stimmt wieder der Abstand zwischen Meister und Schüler. Das ist so gerade, was wir so brauchen. So. Ja? Ist immer gut, wenn 30, 40 Jahre da sind und dann kann der Nächste wieder ausgebildet werden. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass die das so machen. Aber guck mal, das ist jetzt so die Interpretation eines Gläubigen. Und ob das so gewollt war und so, weiß man ja nicht. Aber scheinbar hat er wirklich in dieser Familie dann erneut sich manifestiert. So, und dann geht es weiter. Ich glaube, du heißt, ich sehe jetzt gerade, mein Blick fällt auf Kerstin, heißt du, gell? Ja. Ja, ich habe mal eine Frage zum Loslassen von Ablehnung. Wir sollen ja eigentlich, also es ist leidvoll, Sachen abzulehnen, aber wenn jetzt etwas wirklich so richtig wehtut, wenn ich so eine Krankheit habe, Krebs oder irgendwas, das ist doch
eigentlich ganz normal, dass man dann sagt, nee, das will ich nicht haben oder Hunger oder irgendwie was, Schmerz, Leid. Genau. Wie gehe ich denn damit um? Aber man soll ja nicht ablehnen. Das ist jetzt für mich irgendwie so ein Also, Widerspruch. dass man nicht soll, das wäre für mich überhaupt nicht relevant, weil ich tue eigentlich immer das, was man nicht soll. Also, aber wenn ich merke, dass ich dem Hunger überhaupt nicht das bisschen leichter ertrage, wenn ich ihn ablehne, dann macht es die Weisheit und die Selbstfürsorge, dass ich mich nicht im Ablehnen verfange, sondern nach Lösungen suche. Ja, also die Lösungen, wirklich mit einer Situation umgehen zu können, das geht ja erst, wenn wir aus dieser will ich nicht haben Haltung draußen sind. Auch das gilt für eine Krankheit, das gilt für all die Beispiele, die du so im Kopf gerade hast und auch angeführt hast. Weißt du, die Ablehnung von dem, was ohnehin stattfindet, macht es nie besser. Vielleicht war in deiner Frage aber auch so ein Anteil, das mit dem Annehmen, das ist ja kein Akzeptieren, dass es so ist und dann nichts tun, sondern wir sprechen ja nur davon, sozusagen den Dingen ins Auge zu schauen, so wie du merkst, oh, mein Konto ist überzogen, ich muss jetzt was tun. Solange du dich weigerst, überhaupt das anzunehmen, dass die Situation jetzt ein Eingreifen braucht, geschieht nichts. Also das ist mit dem Annehmen gemeint. Annehmen bedeutet nicht einverstanden sein, sondern annehmen bedeutet, ja, es ist so und was mache ich jetzt damit? Ach so, okay. Tatsächlich, das war die Frage. Ja, das. Ja, Ja. Okay. Also nicht so ein Weggucken, ignorieren, leugnen. Nein, und genau. schon so ein Hingucken, ja, es ist da. Ich muss mich gut finden. Ja, es ist da. Ja, ich bin hungrig und richtig hungrig. Und wo finde ich jetzt was zu essen? Okay, Ja? danke. Delia? Zum einen wollte ich erstmal kurz danken für diese wunderbaren Erklärungen über dieses, ich habe gestern gedacht, eigentlich hast du den ganzen Tag über diese buddhistische Sichtweise, das Leben ist Leiden, die manchmal so beschrieben wird, gesprochen. Und du hast einfach das abgewandelt und gesagt, das Leben ist Wandel. Und diesen Aspekt des Leidens dadurch quasi direkt in die Transformation gebracht. So kam es mir vor. Also das fand ich sehr, sehr schön. Und dann gab es aber diesen einen Punkt, wo du so gesagt hast, dass wenn man über Tod nachdenkt, da ist noch niemand früher gestorben. Wenn man über die Vergänglichkeit nachdenkt. Und dann ist es mir so gegangen, ich glaube dir. Deswegen ist es für mich, ich glaube dir, ich weiß, du sagst es, weil die großen Meister das sagen. Weil ich Hunderte und Tausende von Leuten kenne, die täglich über den Tod kontemplieren, also die immer noch leben. Und ich habe an der Stelle gemerkt, also wenn ich das sagen würde, jemanden, der das, dann hätte ich ja nicht ich könnte das nicht sagen, weil ich habe ja nicht diesen Erfahrungsschatz. Das wären bei mir wie leere Worte. Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht darf ich dich bitten, da noch ein bisschen mehr drüber zu sprechen. Darüber, also ist es jetzt nun so, weil ich hatte dann vor meinen Augen, also Menschen, die ich betreue, die schwere Krebsdiagnosen bekommen und für die das dann nämlich schon durchaus so ist, dass das ein Teil der Überlebensstrategie ist, den Tod in diesem Moment quasi gar keinen Raum zu geben, zu sagen, nee, also ich überlebe das jetzt. Ja, und in dieses Spannungsfeld, das ist mir gestern dann so bewusst geworden, dass ich dich bitten wollte, kannst du zu diesem Spannungsfeld was erzählen? Also dieses Spannungsfeld auf der einen Seite, dieses positive Denken, also da ist ja auch ein Greifen und ein Festhalten drin, aber wann ist dieses Greifen und Festhalten durchaus also positiv? Also ich halte mich fest an meinem Leben, das geht jetzt so weiter. Und
wo ist es hilfreich, sich auf den Tod vorzubereiten und wie genau ist das eigentlich? Also ich weiß nicht, du hast ja so viel Erfahrung jetzt als Ärztin, Hausärztin und so mit Situationen, du begleitest so viele Patienten. Manchmal erscheint es einem so, und das beschrichtest du gerade, als ob dieses nicht drüber nachdenken wollen, dass man sterben könnte, sondern sagen, ich lebe, als wäre das vielleicht die Quelle der Lebenskraft. So. Manchmal drängt sich so dieser Eindruck auf, das ist mir auch schon passiert, dass ich das manchmal so dachte, ja, okay. Wenn ich Menschen begleite, die solche schweren Diagnosen bekommen, sage ich immer, und das ist so wirklich meine Überzeugung, lasst uns auf alles vorbereiten. Leben, sterben, zwischendrin, Leid und so weiter. Ja? Lasst uns wirklich, es ist immer möglich bis zuletzt, dass die Spontanheilung passiert, die gibt es ja auch gelegentlich. Es ist möglich, dass wir noch schneller sterben, als der Arzt vorher gesagt hat. Ja? So, lasst uns gucken und möglichst die Augen offen haben. Und dann, nachdem man so für alle Situationen so durchgekettet, und dann helfe ich Ihnen, zu dieser Lebensfreude zu finden. Ja, so das ist so ein bisschen, wie ich damit umgehe, weil ich habe dann doch schon zu viele sehr rasch und auch sehr unglücklich sterben sehen, die bis zuletzt oder fast bis zuletzt den Tod negiert haben. Ja? Und das ist so ein Drama. Wenn jemand das einfach nicht wahrhaben möchte, dieses Verdrängen ist, es ist tatsächlich nicht so, dass dieses Positivdenken in sich tatsächlich diese Kraft freisetzen würde zu heilen. Manchmal setzt es Kräfte frei, aber die würden auch nicht weniger, wenn man den Blick ein bisschen öffnen würde, sage ich mal. Und was da im Hintergrund eine Rolle spielt, bei der Angst, wenn ich über den Tod nachdenke, kommt das schneller. Wenn ich immer nur daran denke, gesund zu werden, gesunde ich leichter. Wir nennen das magisches Denken. Das ist aus meiner Sicht ist es eine Überbewertung der Kraft des eigenen Denkens. Ja? Und dass das eine Rolle spielt, wissen wir beide. Ja? Aber das Ausgrenzen von etwas ist ein Stress, weil das System weiß schon, dass Todesgefahr droht. Und das Ausgrenzen, das in Schach halten des ganz Normalen, dass ich bei so einer Diagnose vielleicht auch mal darüber nachdenken könnte, dass es das Ende ist, dieses in Schach halten ist keine Befreiung, sondern ich setze auf die Magie des positiven Denkens. Du kennst ja, das geht in der ganz groben Form, ist das die Arbeit mit Affirmationen und Positivdenken und so weiter. Wenn wir das beleuchten aus der Sicht des Dharma, dann würden wir sagen, ja, Affirmationen wirken. Sie wirken vor allen Dingen dann, wenn man noch das positive Karma hat, dass sie in Erfüllung gehen können. Und sie wirken überhaupt nicht. Du kannst affirmieren, so viel wie du willst, wenn du nicht im Hintergrund die positive Kraft hast, dass so etwas in Erfüllung gehen kann. Ja, so. Und das magische Denken ist aber auch bei den negativen Gedanken. Das ist so wie Kinder, die mal den Gedanken, einen ganz ärgerlichen Gedanken oder einen Moment des Hasses erlebt haben, wo sie sich gewünscht haben, dass der Vater tot umfällt oder so. Und dann hat der Wochen später einen Schlaganfall und dann kommen diese Schuldgefühle und das ist dieses magische Denken, zu denken, weil ich diesen Moment des Ärgers hatte und weil ich diesen Wunsch hatte, ist das jetzt passiert. Und das ist aber nicht so. Ja? Das ist, wenn unsere Gedanken solche Kräfte hätten, was glaubt ihr, was hier in der Welt los wäre? Ja? Also und das findet man so am Rande der Dharma-Szene in dem, was wir vielleicht
ein bisschen bewertend so die esoterische Szene nennen würden, da finden wir so ein Mischmasch des Positive Thinking, Affirmationen und so magisches Denken und auch so ein Glauben an Träume, weil ich das geträumt habe, wird das passieren und. Also da ist so, da ist ein Bereich, wo mir immer sehr unwohl wird. Und wenn ich jetzt mal diese Frage von dir nochmal in eine Dharma-Antwort hineinnehme, dann finde ich es immer, also ich habe ganz tolle Entwicklungen gesehen, wenn Menschen diese Haltung einnehmen konnten, wie es im Lojong heißt, also ihr Buddhas, wenn es sinnvoll ist, dass ich lebe, möge ich leben. Wenn es sinnvoll ist, dass ich sterbe, möge ich sterben. Wenn es sinnvoll ist, dass ich krank bin, möge ich krank sein. Wenn es sinnvoll ist, ja, so. Und das Leben in die Hände der Zuflucht legen können und dann mit wenn ich hier die Formulierung benutze, wenn es sinnvoll ist, bedeutet das immer, es in den größeren Kontext zu stellen. Es kann absolut hilfreich und sinnvoll sein, durch eine Krankheit durchzugehen. Es kann sinnvoll sein, zu sterben. Es kann für das gesamte Umfeld aber auch total hilfreich sein, weiterzuleben. Und dieses vertrauensvolle, dieses Leben hineinstellen in den größeren Zusammenhang und zu sagen, okay, das liegt nicht an meinem Wollen und Wünschen, was jetzt ich für besser halte, sondern ich vertraue auch mal drauf, dass da vielleicht noch andere Kräfte. Diese Menschen mit so einer Haltung, die habe ich am besten ihren Weg gehen sehen. So. Du magst vielleicht noch mal nachfragen, du bist ja da sehr erfahren in dem Gebiet. Also. Nee, also ich danke dir erstmal. Ja, also diese Ausführungen sind schon noch mal hilfreich. Ich habe selbst so ein bisschen die Antwort auch gefunden, dass oftmals selbst in dieser Affirmation, wo man dann den Tod vermeintlich nicht zulässt, da gibt es ja eben für die Menschen so, dass sie für sich alleine zu Hause vielleicht weinen, dass der Tod bald kommt. Also da gibt es so einen Aspekt, wo ich so denke, das ist dann die Frage, wann und wo bekommt das Raum und ja. Aber das bestätigt so ein bisschen das, was du jetzt auch gesagt hast. Okay. Ja. Ja. Ich habe noch eine zweite Frage. Das ist ein bisschen aus unserer Gruppe. Das weiß ich nicht so genau, wie ich die formulieren soll. Vielleicht kann mir auch Antje helfen. Da ging es um den Aspekt der Leerheit in der Vergänglichkeit. Antje? Antje sitzt, wo ist sie? Da neben dir. Sie hat dir das Mikro gebracht, genau. Also, übernimmst du gerade die Frage? Wir hatten in der Gruppe gesprochen, dass man bei Vergänglichkeit ja immer auch viel über Tod und Sterben nachdenkt, was ja durchaus sinnvoll ist. Und ich hatte dann noch mit reingebracht, das ist eine Ebene und wie kriegen wir es hin oder wie kann man jemanden auch im Unterrichten zum Beispiel ein Gefühl von diese Verbindung schlagen zur Leerheit. Ich meine, das sind ja im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille, könnte man fast sagen. Das sind fast Synonyme, ne? Ja. Ich habe das ja im Unterricht jetzt mehrfach gemacht mit euch, diese leere Natur, Leerheit und Vergänglichkeit. Magst du noch, da wo ihr als Gruppe Mühe hattet, magst du es noch ein bisschen auf den Punkt bringen? Weil ich habe es eigentlich schon beantwortet. Ich könnte es noch weiter ausführen, oder? Ich glaube, es ging so darum, wie kann man das vermitteln? Wie man das vermitteln kann. Ja. Nehmt doch einfach einen Baum als Beispiel. Ja, ein Baum wächst und wirkt unglaublich substanzhaft. Oder nehmt eine Mauer.
Nehmt die Ruinen der alten Festungen, was weiß ich. Ja? So, zum Beispiel Vauban hat auf dem Schlossberg in Freiburg eine Festung gebaut damals. Gibt es gar nicht mehr, ist kaum noch zu sehen. Ja? Obwohl das im 17., 18. Jahrhundert war. Nehmt so etwas, was ganz Feste erscheint und dann kontempliert, wie dieses Feste dem Wandel unterliegt, so bringt ihr das nahe. So würden wir das auch Kindern nahebringen. Wir würden uns ein Stück Holz anschauen, was vorher Baum war, und dann machen wir ein Lagerfeuer und dann ist es Asche und dann kommt die Asche ins Beet und ist wieder Dünger und so. Und immer, wenn wir das so schaffen, den Wandel und die Verwandlung von dem scheinbar Festen, wenn wir das anschaulich machen können, dann haben wir gleichzeitig es anschaulich gemacht, dass es nichts im Baum gibt, was die Baumnatur wäre. Weil wenn es dann wieder Erde ist, dann es gibt nichts, es gibt das Ding nicht. Es gibt nicht das Ding Festung. Es gibt da nur noch Krümel und Staub. Ja, es gibt in nichts etwas, was wir so ein Wesen, einen unwandelbaren Wesenskern nennen, was immer da bleibt. Und das kein Wesenskern zu haben, ist ja die Definition von leerer Natur. Ja, so, das ist euch soweit klar. Alles, wir nennen es leer von einem Wesenskern, leer von etwas Substanzhaftem. Das ist mit leer gemeint. Und wenn wir das mit Hilfe des Wandels demonstrieren können, haben wir beides gleichzeitig erklärt. Okay? Und da könnt ihr jede Menge Beispiele durchspielen. Dann könnt ihr Menschen nehmen, dann könnt ihr Pflanzen, dann könnt ihr Steine, Felsen nehmen. Alles, was uns so dinglich erscheint, ist im Grunde genommen gar kein Ding. Mir ist eben aufgefallen, dass in dieser Auseinandersetzung hat in mir das sofort angeklickt mit diesen Seiten in mir, die also offenbar immer noch Bing machen können, dass Leerheit sowas Nihilistisches bekommen kann und die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit auch sowas Nihilistisches bekommen kann. Und deswegen hing ich auch jetzt fest, also als Antje die Frage gestellt hat, habe ich gedacht, ja, das ist kostbar für uns, und bei mir kommt dann sofort so was Nihilistisches hoch. Ja, das ist jetzt natürlich entweder eine Prägung, der du ausgesetzt warst, oder eine Neigung. Aber nutzt doch dann Beispiele, wie unglaublich viele schöne Dinge entstehen. Zum Beispiel die Vauban-Festung auf dem Schlossberg. Toll, dass die weg ist. Der Schlossberg ist viel schöner geworden seither. Ja, oder was für schöne Blumen und Pilze und sonst was aus dem Kompost entstehen, von all dem, was vorher war. Und. Also nehmt die Beispiele, die euch inspirieren, weil das ist Leben. Also es geht einfach weiter und das ist wunderbar. Ja? Nehmt den Kreislauf des Wassers, nehmt was ihr wollt. Also es gibt genauso viele Beispiele, wie schönes Neues entsteht, wie schönes Altes vergeht. Gibt es genauso viel. Ich würde sagen, numerisch müsste das eigentlich identisch sein. So, also das ist nur eine Neigung in der Sicht, dass Vergänglichkeit wie diese negative Behaftung hat, weil genauso ist in einer Musik, die gespielt wird, das Verklingen der gerade eben noch gewesenen Musik und Töne ist die Möglichkeit für das Entstehen der neuen Töne. Das würde nicht gehen, wenn die nicht vergehen. Ja? Wir könnten keine Musik erleben. Wir könnten keine Vögel zwitschern hören, wenn die vorhergehenden Klänge sich nicht auflesen würden. Also da habt ihr so ganz direkt das Beispiel, wie etwas vom Schönsten überhaupt, die wunderbaren Klänge, die wir in unserer Welt haben, wie die auf Wandel, auf Vergänglichkeit beruhen. Und nehmt, was ihr wollt. Also, ja, da wird eure Kreativität dann schon die Beispiele finden. Jetzt meldet sich gerade Katharina, du kannst das Mikro schon zu ihr bringen, sie ist hinter dir im Blau. Wie ist es im Zoom? Wie sieht es im Chat? Sind einige, dann kommt die Zoom-Teilnehmenden.
Ich würde da gerne nochmal anschließen. Mich bewegt immer wieder der Satz, oder das ist was, woran ich Entscheidungen auch messe, dass ich gerne möchte, dass meine Lösungen von heute nicht die Probleme von morgen sind. Und manchmal ist das sehr hilfreich. Wenn ich jetzt deine Reflexion auf Vergänglichkeit höre, dann denke ich, dann gibt es auch so was Nihilistisches wie, naja, die Lösungen von heute sind halt die Probleme von morgen. Und ist vielleicht, also... Kannst du uns den Zusammenhang noch ein bisschen herausarbeiten, wie das Thema mit der Vergänglichkeit des Wandels, mit diesen Lösungen und Problemen zu tun hat? Also was mir jetzt als erstes einfällt, sind die E-Autos, wo ich oft das Bild hatte, okay, jetzt setzen alle auf E-Autos. Wie die Batterien hergestellt werden, blenden wir aus. Und es gibt jetzt einen großen Boom und das wird die nächsten Probleme bringen. Also kaufe ich mir ein E-Auto oder kaufe ich mir kein E-Auto und fahre möglichst Rad und Zug. Dann entscheide ich mich für möglichst Radfahren und Zugfahren, weil ich gerne möchte, dass die Lösungen von heute nicht nur die Probleme von morgen sind. Das ist alles total nachvollziehbar. Der Wandel findet darin statt, dass dasselbe Verhalten, was jetzt gerade noch als Lösung gesehen wird, dann als Problem entdeckt wird. Also die Einschätzung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das andere ist das sind karmische Themen, Ursache-Wirkungsthemen, wir kommen noch drauf. Ja? Also dass das, was uns jetzt gerade als so toll erscheint, und dass dieses Tollerscheinen auch eine bedingte Sicht ist, die dem Wandel unterworfen ist. Genau, und ich bin gespannt dann auf die karmischen Themen, um zu gucken, wie kriege ich da nochmal Kriterien für Entscheidungen. Ja, in deinem Beispiel wäre es so, dass wir nicht so begrenzt ökologisch denken, sondern dass wir gleichzeitig auch das Hochland von Bolivien schützen und, wo das Lithium, ja, ich hoffe, ich habe das richtige Land genannt, oder war es Peru, ja, aber wo ja jetzt unglaubliche Verwüstungen stattfinden, um dieses Lithium zu gewinnen, und ja, also dass wir umfassend ökologisch denken, und das wäre auch schon die Anwendung des karmisch bewussten Denkens, dass wir global denken. Ja? Also dass wir planetar denken, dass wir umfassend denken und nicht so begrenzten Nutzen, hier in dieser Welt geht jetzt mal der CO2-Ausstoß runter. Ja? Das ist ja nur ein Faktor, und es ist kein wirklich ökologisches Denken, sich so auf einen Faktor einzuschießen. Ja? Also das ist so. Dein Beispiel weist hin, dass es und das ist echtes Mitfühlen und weises, mitschwingendes Denken, dass wir die Auswirkungen in all den systemischen Zusammenhängen berücksichtigen, in denen wir aktiv sind, ja? In denen unsere Handlungen Auswirkungen haben. Ne? Das wäre so ein Plädoyer dafür, ne? Noch breiter. Und deswegen... Die Buddhisten gehen uns ja auf den Nerv mit ihrem ständigen alle Lebewesen und so, alle Universen, alle Welten und ja, diese Superlative immer alle, aber tatsächlich ist nur das ökologisch, ja, wenn wir alles einbeziehen, was wir irgendwie erahnen können, was von unseren Handlungen beeinflusst wird. Danke. Okay, gut. Ich gehe jetzt mal also wer von euch spricht? Tobias, du sprichst, okay. Also die Elisabeth, sie schreibt, Fragen an Lama Tillmann. Guten Morgen, lieber Tillmann. Danke einmal mehr für diesen wundervollen Kurs. Ich hätte 2 Fragen, es sind eigentlich 3. Erste Frage.
Im Buch von Alfred Weil über Karma beschreibt Sangakarashita die 5 Niyamas, also die 5 Regeln der Naturgesetze, kosmische Ordnung. Er spricht da von Konditionalität, also dass alles an Bedingungen geknüpft ist. Bei der Auflistung ist Karma, Ursache und Wirkung ein Aspekt davon. Was mir hier noch nicht so klar ist, was der Unterschied zwischen Karma und Konditionalität, in Klammer, alles ist an Bedingungen geknüpft, ist. Sind Bedingungen nicht auch an Ursache und Wirkung geknüpft? Da wäre ich sehr froh um eine Klärung. Ganz lieben Dank. Ja, das war eins der Steckenpferde von Sangarakshita, ja, dem Begründer von Triratna, diese 5 Niyamas. Das ist eine Unterweisung in einem Kommentar im Pali-Kanon, wo die verschiedenen Ursache-Wirkungsbeziehungen, die es im Universum gibt, aufgezählt werden. Da gehören auch physikalische Gesetze dazu, zum Beispiel die Schwerkraft, Ursache und Wirkung. Ja, all das gehört auch dazu. Und Karma, also Ursache und Wirkung von Handlungen, die wir bewusst ausführen, ist nur eine, für uns dann sehr wichtige, Untergruppe in den verschiedenen Ursache-Wirkungszusammenhängen. Okay? Das ist etwas, was ich auch nur sehr selten unterrichtet habe, ist natürlich interessant für uns, weil es uns ermöglicht, kausale Wirkungszusammenhänge oder zumindest durch Bedingungen und Ursachen bedingtes Entstehen sehr viel breiter zu verstehen. Okay. Somit habe ich das jetzt eingeordnet. Habe ich die eigentliche Frage eventuell verpasst, oder? Da kommt schon die nächste Frage. Okay, dann gehen wir mit der nächsten Frage weiter. Meine zweite Frage ist folgende. Immer wieder wird bei Reflexionen, die ich bei verschiedenen Belehrungen höre, bezüglich früheren Leben von mir und meinen Handlungen aus früheren Leben gesprochen. Mich irritiert das, da ich doch in diesem Körper primär einen Bewusstseinsstrom trage, mit dem ich in diesem Leben als Lisa meinen Weg gehe. Dieser Bewusstseinsstrom trägt die vielen Erfahrungen von Handlungen von Wesen, Mensch, Tier etc. aus früheren Leben. Das hat mit mir jetzt als Lisa wenig zu tun. Mir hilft diese Unterscheidung zu machen, dass dieser Bewusstseinseinstrom, der jetzt da ist, in meiner Verantwortung ist. Wie ich das weiter gestalte mit diesem Bewusstseinsstrom und dass hoffentlich meine Handlungen jetzt in der Zukunft dem neuen Wesen, was diesen Bewusstseinsstrom bekommt, hoffentlich unterstützend sein wird, das ist jetzt meine Verantwortung. In meinem Fühlen ist das so stimmiger. Mich würden da aber deine Gedanken dazu interessieren. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, Lisa, das hast du also sehr schön formuliert. Das ist ja das Thema der nächsten Tage. Es fängt heute Nachmittag an, also du greifst davor, das ist diese ganze Karma-Thematik, die ich jetzt noch aufrollen werde. Du sprichst schon etwas an, was schon im Raum mitgeklungen ist, mit Klang, also in den letzten Unterweisungen gestern, ich sprach ja häufiger von diesem Übergang. Ja? Ich sprach ja dann häufig hin und wieder mal bewusst nicht von Tod, weil der Ausdruck Tod oder Sterben trifft eigentlich auf gar nichts zu. Auch wenn wir hier, auch die Moleküle dieses Körpers, in denen dieser Lebensstrom jetzt aktiv ist, die gehen ja weiter in unendlichen Verwandlungen. Und erstmal und das ist, du fragst direkt zu dem Thema Karma, weil das Spezifische an der Karma-Lehre ist ja nicht nur die Ursache-Wirkungsbeziehung in diesem Leben aufzuzeigen, sondern wie wir als Neugeborene bereits in einem Feld von Wirkungen geboren werden, also Auswirkungen und kein unbeschriebenes Blatt sind.
Also nicht alle Neugeborenen sind gleich, keineswegs. Und wie sich diese Dynamik, die wir dann in diesem Leben entfalten, wie sich das auf diesen Geistesstrom weiter auswirkt, nachdem dieses Erleben nicht mehr im Körper situiert ist. Also das Erleben geht ununterbrochen weiter, auch wenn sich dieser Geistesstrom aus diesem Körper löst. Und die Dynamik, und da hast du vollkommen recht, diese Dynamik ist dann das, woraus ein weiteres Lebewesen entstehen könnte. Und das bin nicht mehr ich. Ich kann nur Verantwortung für meine Handlungen jetzt übernehmen und tatsächlich könnten wir das so sagen, ja, das zukünftige Lebewesen, das diesen Geistesstrom, ja, wozu sich dieser Geistesstrom wieder formt, ich bin jetzt schon mal mitfühlend für dieses Lebewesen unterwegs, dem will ich nicht unnötige Bürden auflasten, auch wenn dieses Lebewesen keine Erinnerung mehr daran haben wird, mal ich gewesen zu sein, ja, und ich jetzt auch nie wissen werde, wer denn in Zukunft dieses Lebewesen sein wird, so möchte ich es doch möglichst leicht gestalten. So viel können wir schon mal sagen. Und Lisa, also deine Darstellung war ohnehin schon ganz prima. Das kann ich also unterschreiben, aber wir sprechen noch ein bisschen länger darüber. Ich kann dich jetzt gerade auf dem Bildschirm nicht sehen. Du bist wahrscheinlich auf dem zweiten Bildschirm gelandet. Gucken wir mal. Da bist du ja, da war sie doch gerade. Da oben, ne? Genau, ich sehe deine Hand. Soweit okay, du hast die Daumen hoch, alles bestens. Okay, wir gehen dann heute Nachmittag und morgen weiter mit dem Thema. Okay. Dann kommt Ihre dritte Frage. Aller guten Dinge sind 3. Lieber Tillmann, ich lese und höre immer wieder einmal, dass große verwirklichte Meister durchaus in der Lage sind, Karma bei den Schülern wegzunehmen. Andererseits habe ich auch gelesen, dass das nicht möglich ist. Ich selber habe diesbezüglich tatsächlich eine Erfahrung, wo der ehrwürdige Gonsa Rinpoche mir so sehr geholfen hat, dass ich nach 20 Jahren, wo ich mit Suizidalität zu kämpfen hatte, von heute auf morgen nicht mehr suizidal war. Und das ist bis heute so. Was ich mich nun frage ist, wenn das möglich ist, dass der Lehrer dem Schüler Karma abnimmt, muss dann der Lehrer das endgültig abtragen oder was geschieht da? Mich würden da deine Gedanken und deine Erfahrung damit interessieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gut, wieder, du hast vorgegriffen, nicht, auf das Thema. Und ja, es gibt solche Erfahrungen und es ist offenbar, da würden dann die Karma-Experten sagen, Teil deines Karmas, das du Gongsa Rinpoche hast begegnen konntest. Und du hattest offenbar so starke Anlagen, die so quasi an der Oberfläche waren, dass es nur diesen Kontakt brauchte, um die depressive karmische Verstimmung zu lösen und Zuversicht und Vertrauen in deine Grundnatur entstehen zu lassen. Und das ist tatsächlich so eine segensreiche Auswirkung eines solchen Kontaktes mit solch einem Meister. Und du kannst sicher sein, dass er nichts von dem ausbaden musste. Er musste kein Stückchen Depression ausbaden. Und er hat dir auch kein Karma abgenommen. Er hat dir nur eine Illusion aufgelöst. Das war das Einzige, was passiert ist. Weil Karma hat keine Substanz. Karma sind Kräfte, die wirken. Und hier war eine Riesenillusion am Werke, dass du dich so unglücklich fühltest und die ist in der Begegnung futsch gegangen. Und niemand musste sich mehr um sie kümmern. Okay? Ich sehe dich lachen. Also genau, das ist so etwas, was unglaublich wichtig ist. Wir vergegenständlichen dieses Karma. Wie könnt ihr nur Ursache-Wirkungsbeziehung vergegenständlichen, als ob es da so ein Karma-Ding hätte, was man dann irgendwie wegnehmen kann. Und dann, was mache ich jetzt mit dem? Ja? So, okay, so funktioniert das nicht. Okay? Ja? Wir kommen weiter dazu. Es sind schöne Fragen. Tobias, ist noch mehr in der Leitung, nicht wahr? Die Dorothea schreibt,
Lieber Tillmann, im ersten Vivadano wird sich auf Seite 6, Punkt 2 auf Gendun Rinpoche bezogen. Gendun Rinpoche vergleicht unser Leben mit einer kurzen Ruhepause zur Vorbereitung auf das kommende Chaos. Könntest du etwas zu diesem Chaos sagen? Tatsächlich macht mir das Angst. Ich sehe eine Dorothea mit gelbem Bild. Ja, du winkst gerade, das ist schön. Dorothea, dieses Chaos ist das ganz normale Samsara. Das ist nicht irgendwie noch eine besonders schlimme Version von Samsara, sondern nur der ganz normale Kreislauf der Wiedergeburten, der so ruckzuck geht. Und Gendun Rinpoche meinte meistens auch die Bardo-Erfahrung damit, also wo die Traumwelt sich wie verselbstständigt und ein Traumgeschehen nach dem anderen passiert. Und das nennt er Chaos. Und vergleicht das Menschenleben, wo wir so einen netten Körper haben, der uns stabilisiert und wo wir nicht die ganze Zeit so herumgewirbelt werden, das vergleicht er mit der Pause auf dem Stuhl. Also du brauchst Angst haben, ja, ist vielleicht gerechtfertigt, weil tatsächlich die geistige Welt, wenn sie nicht mehr die Verankerung in einem Körper erfährt, eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Ja, also die Dynamik ist unglaublich intensiv und die wird unterschätzt von den Praktizierenden und sie erwischt Lebewesen, die den Körper verlassen, dann doch oft unvorbereitet. Ja, das ist, was er mit Chaos meinte, oder das ist, was er mit den karmischen Wirbelstürmen meinte, die dann so auf uns zukommen. Nichts Besonderes. Du siehst so zweifelnd aus, so nachdenklich. Du darfst gerne noch was in den Chat reinschreiben. Wie er merkt, hat es eine innere Logik. Diese ganzen Fragen, die gehen jetzt schon in den Bereich von Karma hinein. Es ist so eine totale Logik, dass ihr mit den Fragen jetzt schon beim nächsten Thema landet. Ihr merkt, wie die verknüpft sind, weil es geht jetzt um das Gestalten dieses vergänglichen, unbeständigen Geschehens. Es geht eindeutig darum, wie verhalte ich mich da drin? Wie geht das überhaupt? Ja, also von daher, ich mache es jetzt knapp und wenn da noch was wäre, dann kann das in der nächsten Fragestunde angesprochen werden. Also sie schreibt, genau das Chaos macht mir Angst. Genau das Chaos. Dann bereite dich gut darauf vor. Bereite dich darauf vor, dass du inmitten von Chaos Zugang zu deiner innersten Natur und zu deinen inneren Werten behältst und da durchsteuern kannst. Also die klassische Antwort ist, nimm Zuflucht als Kapitän und Bodhicitta als Motor deines Schiffes. Ja? So, Zuflucht und Bodhicitta und steuer durch das durch, dann ist alles okay. Ja? Okay. Die Barbara schreibt, lieber Tillmann, keine Frage, aber ein Dank. Deine Worte gehen mit mir sehr in Resonanz, wenn ich formuliere, was die letzten Monate meines Vaters so unerträglich gemacht hat und was ich anderes kultivieren möchte. Ja, danke fürs Teilen, Barbara. Ich habe dich zwischendurch mal irgendwo aufblitzen sehen. Ja, das ist etwas, was auch mit meinem Vater zum Beispiel ganz offenkundig wurde. Da sprechen wir, glaube ich, alle aus Erfahrung. Die Nathalie schreibt, meine Frage von gestern war, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Buddhismus, aber ich denke, dass die Erkenntnis, dass ich sterblich bin, angekommen ist. Nun ist es so, dass dann auch eine Angst aufgekommen ist, die mich seitdem ein bisschen begleitet. Wie gehe ich mit meiner Angst um? Was kann ich ihr sagen? Ja, Nathalie, ich sehe dich jetzt gerade. Ihr könnt sie mal suchen, ob ihr sie findet. Aber so ein bisschen war die Antwort ja schon in der letzten Antwort, wo es um das Chaos ging, ne? War ja schon ein bisschen dabei. Und es ist ein heilsames Bewusstwerden. Es ist normal, dass ein bisschen Angst auftaucht, ja? Weil wir das ja bisher ausgeklammert haben. So, alles, was wir verdrängen, ist ja mit Angst verbunden. Wenn jetzt die Wirklichkeit ein bisschen deutlicher gesehen wird, kommen erstmal auch die Ängste, das meistern zu können. Und
wie schon gesagt, die innere Ausrichtung auf das Wesentliche. Das nennen wir Zuflucht. Ne? Die Worte Buddha, Dhamma, Sangha stehen für das Wesentliche. Also das Erwachen des Herzens, ein inniges Verständnis dessen, wie es ist, Dhamma, und das Mitschwingen mit allem, was ist, was wir Sangha nennen. Die große Sangha aller Lebewesen. Wenn das uns begleitet, dann sind wir gut vorbereitet. Und wenn du ein bisschen mehr wissen möchtest über die Vorbereitung auf den Tod und den Sterbeprozess und den Übergang, vielleicht kannst du mal reinschauen in diese 4-tägige Unterweisung, die ich mal in Graz gegeben habe, wo wir diese Themen ausführlich behandelt haben. Da wirst du ganz viel Nahrung finden, um aus der Unsicherheit in ein größeres Vertrauen reinzufinden. Das findest du bei uns in der Mediathek. Wie heißt der Kurs? Ihr könnt das gleich mal laut sagen. Ja, genau. Das Thema heißt Tod, Bardo und Wiedergeburt. Ja? Und da findet ihr einige Texte dazu, aber da war speziell auch dieser interaktive Kurs in Graz, ist euch da sehr, sehr hilfreich zu diesem Thema. Sterben, Tod und Übergang heißt der. Sterben, Tod und Übergang, okay. Mhm. Gut. Mhm. Mhm. Dann könnten wir die nächste nehmen. Der Tom schreibt, Frage an Tillmann. Ich merke, dass mich die Vorstellung, vielleicht irgendwann später im Altersheim und im Rollstuhl zu sitzen, fast ein wenig depressiv werden lässt. Wie kann ich aus diesem Gefühl wieder mehr herausfinden und wieder mehr Zugang zu deiner eigentlichen Intention finden, weshalb du uns dieses Beispiel hast vorstellen lassen? Vielen Dank. Ja. Ich habe euch dieses Beispiel nahegebracht. Also erstmal, warum habe ich es gemacht? Weil es das Schicksal so vieler Menschen ist, die darauf nicht vorbereitet sind. Und dass das größte Geschenk, was wir als Dharma-Lehrer in dem Bereich machen können, ist, beizutragen dazu, sich vorzubereiten auf das, was möglicherweise eintritt. Und ich wollte euch jetzt schon Wege aufzeigen, wie wir inmitten der katastrophalsten Situation glücklich sein können. Und das ist auch etwas vom Wesentlichen und das dazwischendurch, wenn einem das so bewusst wird und wenn du das, Tom, auch als Möglichkeit am Horizont siehst, das soll die Kräfte nicht lähmen, die Bereiche zu nutzen, wo Beweglichkeit besteht, wo das Leben durchaus noch aktiver gestaltet werden kann. Das soll diese Kräfte nicht lähmen, sondern in einer wirklichen Wertschätzung dessen, wie kostbar jetzt noch unsere Situation ist, was diesen Bewegungsraum, das soll gestärkt werden, klar. Aber gleichzeitig ist es wichtig, jetzt schon sich zu üben darin, wie es ist, wie es sein könnte, lebendig und frisch zu bleiben mit einem wachen Herzen, auch wenn wir ganz eingeschränkt sind. Ja. Also dieser depressive Durchgang ist kein bleibender Zustand, sondern ist immer wieder so ein Erahnen von dem, was kommen könnte. Und ja, das ist nicht meine Aufgabe, da irgendwie alles abzupuffern und so eine heile Welt vorzuspielen, sondern es ist meine Aufgabe, euch durch diese etwas schmerzhaften Prozesse so durchzubegleiten. Und ich hätte das jetzt auch nicht am letzten Tag des Kurses gebracht. Ja, das darf dann jetzt zu Anfang, darf das stärker mal betont werden. Die Susanne schreibt, lieber Tillmann, danke für das Teaching über Lebensfreude. Ich spüre eine große Sehnsucht nach mehr Lebensfreude und merke, dass gerade diese Sehnsucht das Erleben von Freude erschwert.
Mit viel Freiraum im Retreat geht es immer besser, Leichtigkeit und Lebensfreude zu erleben. Im Alltag ist das schwieriger. Kannst du dazu etwas sagen? Und Zusatzfrage: Im Anapanasati gibt es die Schritte Freude und dann Glück zu erleben. Für mich sind die anderen Schritte einfacher, weil ich das Gewahrsein auf den Atem, körperliche Gestaltungen oder den Geist lenken kann. Freude und Glück muss ja von sich aus geschehen und dann kann ich es wahrnehmen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Susanne das ist. Könnt ihr mal einen Bildschirm weitergehen? Wo steckt sie denn? Da ist sie, genau. Susanne, das, was du als Unterschied zwischen Retreat und Alltag beschreibst, das ist die Herausforderung, wenn mehr auf uns einstürmt, mehr auf dich einstürmt, an Interaktionen, Informationen, also einfach die Herausforderungen, die den Alltag so ausmachen und die noch mangelnde, noch nicht so starke Erkenntnis, die im Retreat stärker ist, dass all das eigentlich keine Substanz hat. Also diese inneren Freiräume, die im Retreat so aufgehen, aufgrund einer stärker aktiven Einsicht, die neigen dazu, im Alltag unter den vielen Herausforderungen sich zusammenzuziehen. Die Freiräume werden kleiner. Und deswegen erlebst du das so, dass du größere Mühe hast mit dem Wachhalten dieser Geschmeidigkeit unter Alltagsbelastung. Und was du im Anapanasati Sutta ansprichst, das ist wenn der Buddha von körperlicher und geistiger Freude und Glück spricht, in den Schritten 5 und 6, dann meint er damit, dass wir das entdecken, was ohnehin da ist, wenn wir die ersten 4 Schritte, also das zur Ruhe kommen der körperlichen Gestaltung, wenn wir das tief praktiziert haben, dann wird offenkundig, wie wohltuend das ist. Das heißt, du erzeugst da nichts, du machst die Freude nicht, sondern du entdeckst, wie das im 4. Schritt erwähnte zur Ruhe kommen der körperlichen Gestaltung, also der Körperempfindungen, die dann harmonischer fließen und so, wie das unmittelbar ein Wohlbefinden in Körper und Geist auslöst. Und das, was ohnehin da ist, bekommt in diesen Schritten unsere Aufmerksamkeit. Und das hat ein bisschen damit zu tun, was ich vorhin auch so ansprach. Wir haben die Wahl. Gene Rinpoche sagte ja in dem Gedicht von ihm, wenn wir durchschauen, dass alle Erscheinungen Geist sind und all diese geistigen Erscheinungen keine Substanz haben, dann merken wir haben einen Gestaltungsfreiraum, worauf wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und damit die Arbeit mit dem eigenen Geist auf gute Art und Weise weitergeht, hat der Buddha hier, bevor er zu den geistigen Gestaltungen kommt, diese Zwischenstufen eingestaltet, wo wir Freude und Glück in Körper und Geist, wo wir denen unsere Aufmerksamkeit schenken und nicht am Schwierigen haften bleiben, nicht mit irgendetwas, was nicht stimmt, unterwegs sind, sondern uns auf das einlassen, was gerade erlebbar ist, und das wird dadurch stärker in uns. Und auf der Grundlage von diesem Wohlgefühl, von Freude und Glück in Körper und Geist, zum Beispiel auch in unserem kleinen Zimmer im Altersheim, ja, wenn wir das so praktizieren, wird sich das genauso einstellen. Das ändert unsere Möglichkeiten, das öffnet mehr Möglichkeiten, das, was wir dann an geistigen Gestaltung erleben und sich lösen lassen, so alles kommen zu lassen, weil wir in dem Moment mit unseren Ressourcen verbunden sind. Ja, die Freude und Glück sind hier Ressourcen, die der Buddha anspricht, die es uns ermöglichen, mehr von dem ganzen sonstigen Erleben zuzulassen.
Du als Therapeutin wirst das ja sofort verstehen. Also es geht nicht darum, sie zu erzeugen. Okay? Gut. Jetzt brauchen wir eine kleine Pause. Du hast noch eine Frage, oder? Die letzte, ja. Die letzte. Okay, wir arbeiten sie ab. Von Losang. Frage: Wie wirkt sich die Grundbereitschaft des Bodhisattvas, dass alles Leid aller Lebewesen in ihm allein reifen soll, auf sein Karma aus und kann mittels dieser Haltung das Karma der anderen Lebewesen verändert werden? Ich habe den Namen der Fragestellenden nicht verstanden. Losang. Lausanne, okay. Das ist ein Bodhisattva-Werbespruch. Das ist Hokuspokus. Das Wunder, der Hokuspokus, von dem hier gesprochen wird, ist, das lässt sich sehr schön erklären. Und zwar, die Bodhisattva-Haltung ist ja eine Haltung dieser Einheit von Mitgefühl und Weisheit. So viel ist uns allen klar. Und in diesem Gebet möge alles Karma aller Lebewesen in mir heranreifen, öffnen wir das Herz dafür, im Grunde genommen alles zu erleben. Okay? Alles zu erleben ist überhaupt nicht unser Wunsch. Es ist, ja, wir als normale Menschen möchten ja nicht alles erleben. Ja nicht. Und darum ist dieser Wunsch als ein Heilmittel zu verstehen für unsere ausgrenzende, das Herz schützende, ich-bezogene Haltung. Kommt mir ja nicht mit dem Leid der Welt. Schon mein eigenes ist mir zu viel. Ja? So. Und jetzt machen wir diesen Wunsch. Ich habe diesen Wunsch auch intensiv gemacht und mache ihn gelegentlich auch noch, aber ich glaube nicht mehr so dran. Es geht nur noch darum, sich für alles Erleben zu öffnen, mit allem in Schwingung zu kommen. Das ist nicht, dass das Karma der anderen bei uns ankommt. Was tatsächlich passiert ist, dass wir in Resonanz gehen mit all den Menschen und Lebewesen, die in unserem Geist auftauchen, also denen wir begegnen, konkret gesagt, oder von denen wir hören, ja, von denen wir erfahren, dass deren Erfahrungen beginnen in uns sich abzubilden. Und so macht ein Bodhisattva, macht Wünsche, auch die Leiden der Lebewesen in höllischen Qualen spüren zu können. Das ist gemeint damit, möge deren Karma auf uns kommen. Und dann ist die Bereitschaft, all das, was dieser Geistesstrom spürt, das wird nicht mehr abgetrennt und wird nicht mehr erklärt zu dem Erleben von jemand anders, sondern es wird mein Erleben. Das ist damit gemeint, es wird mein Karma. Ja? Es manifestiert sich in mir aufgrund der Resonanz, aufgrund dieser nicht mehr ausgrenzenden Liebe, dieses Mitgefühl, was keine Grenzen setzt. Dadurch werden die Erfahrungen anderer in mir zu etwas persönlich Erlebtem. Und dieses persönlich Erlebte wird dank der sehr aktiven Weisheitskraft nicht mehr vergegenständlicht und kann sich in uns auflösen. Und das erlebe ich als einen allmählichen Prozess. Es ist nicht so, dass man bloß, weil man den Wunsch macht, plötzlich, boom, das Leid und die Geschicke aller Lebewesen erfährt. So geht das nicht. Dieser Wunsch führt dazu, dass ich ein bisschen mehr spüre von denen, die ich vorher ausgegrenzt habe. Und dann noch mal ein bisschen mehr spüre von denen, die ich dann noch ausgegrenzt habe. Und dann noch mal ein bisschen mehr. Das geht so sukzessive, über Jahre hinweg. Eigentlich immer derselbe Wunsch, zu einem echt grenzenlosen Mitschwingen zu kommen. So Karma-Staubsauger zu spielen, um das Karma von anderen auf mich zu nehmen. Ja, wenn es dann funktionieren würde, hätten die Buddhas das schon längst getan. So klappt das nicht.
Man kann nicht Karma absaugen. Wir können uns so offen, dass das Karma in uns schwingt, ja, also dass wir in Resonanz gehen, es wie als das eigene bearbeiten, also da durchgehen und sich dadurch innerlich in uns Lösungen zeigen. Und wir leben dann die Lösung. Die Bodhisattvas und Bodhisattvas, die so bereit sind, das Karma aller Lebewesen in Anführungsstrichen auf sich zu nehmen, die nehmen das nicht weg und auf sich, sondern sie lassen es zu, damit in Schwingung zu gehen, finden dadurch zu immer tieferer Erkenntnis, was denn tatsächlich aus dem Leid rausführt. Nur weil sie es erleben, können sie zu diesem tiefen Verständnis kommen, was denn tatsächlich hilft. Wenn wir das nicht zulassen, die Verzweiflung von jemandem zu erleben, der sich im Altersheim gefangen fühlt, ja, wenn wir das nicht zulassen, das zu erleben, was da innerlich abgeht, ja, dann spüren wir auch nicht, was eigentlich die Herausforderung ist. Und dann finden wir auch nicht die Lösungen. Die wären dann sehr abstrakt, die würden aus irgendeinem Denkprozess kommen. Aber wenn wir es tatsächlich erleben, was das ausmacht, auch wenn es nur kurz ist, dann kommen unsere Hilfestellungen, also dann leben wir die Lösung und die ist dann wieder inspirierend für andere und die haben es dadurch leichter, aus ihren karmischen Verstrickungen herauszufinden, weil sie jemandem begegnen, einer Person begegnen, die die Lösung schon lebt. Ja? Und das ist das, was wir als Bodhisattvas anbieten können. Wir können anderen anbieten, ein Katalysator zu sein für die schwierigsten Situationen, um dort in die Lösung zu finden. Das ist genau das, was ich mit den Palästinensern auch gemacht habe. Genau das. Ich kann ihnen das Leid nicht abnehmen, aber ich kann mitschwingen, ich kann mich öffnen. Ich glaube gar nicht, was ich für Horrorstories alles gehört habe. Wahre Horrorstories. Ja? Bei den Israelis aber genauso. Ja? Und da kann man nur sitzen und sich öffnen und spüren und die Verzweiflung und den Arm nehmen und das innerlich durchleben und spüren. Und jetzt, wo geht's lang? Und nur weil ich es spüre, kann ich auch spüren, wo es damit jetzt lang gehen könnte. Ich meine, hört sich ja irgendwie sehr besonders an, dass ich da im Nahen Osten war. Aber es ist genauso wie hier. Der Nahe Osten ist auch hier. Ja? Also es ist nicht so was Besonderes. Ich habe einfach nur liebe Menschen getroffen. Okay? Es war nichts Schlimmes. Ja? War nicht schlimm. Oder es sind auch keine Bomben um mich herum gefallen. Zum Glück nicht. Ich war 10 Tage vorher raus, bevor der Krieg mit dem Iran begann. Ja? Also keine großartige Sache, nur das Alltagsgeschehen eines Bodhisattvas mit allem, was kommt, irgendwie mitzuschwingen, sich zu öffnen dafür und das dann halt zu teilen. Das war jetzt eine lange Antwort. Wir sind mal wieder im Thema Karma, also das Thema klopft mit einer Macht an. Und bevor ich mir hier das schlechte Karma einhandle, euch hier gefangen zu halten auf euren Sitzen, machen wir doch mal eine Pause bis 20 vor und danach meditieren wir noch. Darf ich euch zur Meditation einladen?
Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch bei der einen Frage vorhin nicht so recht wussten, was mit den Schritten 1, 2, 3, 4, 5, 6 des Anapanasati Sutta so gemeint war, wo es da um Freude und Glück ging und so. Ja, deswegen werde ich die mit euch jetzt, diese 6 Schritte, vielleicht auch einen Schritt mehr noch, werde ich die jetzt einfach mal so entspannt anleiten. Ja, dass ihr euch daran erinnern könnt oder es lernen könnt. Wir beginnen damit, dass wir uns aufrecht und entspannt hinsetzen. Den Blick lassen wir entspannt vor uns auf dem Boden oder im Raum ruhen. Die Aufmerksamkeit sammelt sich auf dem Ein- und Ausatmen. Dort, wo wir den Atem gerne spüren, sei es im Bauchraum, im Brustbereich, in den Nasenflügeln, das entscheidet ihr selbst. Ein- und ausatmend bemerken wir, dass die Atemzüge manchmal länger sind, tiefer, manchmal kürzer und flacher. Und wir erlauben ihnen, sich gerade so einzupendeln, wie es uns im Moment entspricht. Ganz von selbst atmet es ein und atmet es aus. Die Aufmerksamkeit reitet auf dem Atem. Sie verlässt den Atem nicht. Wir sind ganz aufmerksam dabei beim Einatmen
Und beim Ausatmen. Und dann weiten wir unsere Aufmerksamkeit und beziehen alle Körperempfindungen mit ein. Beim Einatmen spüren wir den ganzen Körper und beim Ausatmen. Wir spüren diesen ganzen atmenden Körper ohne irgendwelche Vorlieben und Abneigungen, einfach so, wie es gerade ist. Ein- und ausatmend, mit einem Teil unserer Aufmerksamkeit, immer mit dem Atem verbunden, spüren wir, was sonst noch so alles bemerkbar ist in unserem Körper, vom Scheitel bis zu den Fußsohlen. Und da wir so präsent sind, ohne zu bewerten, ohne zu benennen, beruhigen sich diese Körperempfindungen allmählich. Das hat mit unserer entspannten Grundhaltung zu tun.
Es mag sehr lebendig sein und zugleich ist da eine gewisse Ruhe und Harmonie spürbar, weil wir weder am Angenehmen festhalten noch Unangenehmes wegstoßen. Wir sind da sehr gelassen unterwegs. Und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, wie gut es tut, so gelassen der Körperempfindung gewahr zu sein. Auch wenn wir Schmerzen erleben, können wir so praktizieren, dass wir die Aufmerksamkeit darauf richten, wie es gut tut, Entspannung in diesem Schmerzerleben zuzulassen. Und wir spüren diese subtile Freude, dieses feine Glück auf der geistigen Ebene und auf der körperlichen Ebene. So als würden wir die emotionale Qualität der Gelassenheit spüren. Dieses gelassene, offene Sein, ein- und ausatmend. Wie wohltuend das ist. Und natürlich beginnen wir zu bemerken, was da alles so im Geist los ist, die Geistesbewegungen, Gedanken, Bilder, Impulse. Und die behandeln wir genauso wie alles andere. Bleiben ganz weit und zugleich verbunden mit dem Atem erleben.
ob körperliches Erleben, Sehen, Hören, Denken. Eigentlich beginnen wir hier, den einen Geschmack all dieser Erfahrungen zu erleben. All diese Erscheinungen sind Geist, sind Erleben. Und dadurch beruhigen sich natürlich auch die geistigen Gestaltungen. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon. Das waren die ersten 8 Schritte der Anapanasati-Meditation. Sunam de tam je sing panin tabne ne penjanam pamjene Keganati palam tumpayi sipen solen jovajavasho Jampem pavan jita kempadam kundu sampone yande shinta Deda kunji jesu dalomjing Gewandina tamjedam tumu Sangye kusum nibenjin lamdan Cheni minju dembenjin lamdan Kendun mijedum benjin lamji Jidang owaman lamjum pajo Um 3 geht es mit Heiko weiter. Um 4 bin ich dann wieder am Start. Und denkt doch dran, eure Handys in den Flugmodus zu stellen, sobald ihr den Saal betretet.